Also ich bin die Eva. Wir hatten damals noch so einen Kinderanhänger. Wir hatten kein Auto, wir haben halt Stadtmobil hier in Karlsruhe, was natürlich sehr gut ist und so. Aber man muss halt immer zur Station, muss das Auto da auch immer wieder zurückbringen. Und teilweise ist Karlsruhe ist voller Baustellen. Das heißt, mit dem Auto ist man eigentlich, also manchmal macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Dann habe ich zufällig über die Lastenkale, diese Lastenradinitiative, bin auf die gestoßen und konnte mir da ein Müller-Riese Paxter 80 eben ausleihen für 4 Tage. Und das habe ich dann zweimal gemacht, einfach um es auszuprobieren. Und das ist ja auch kostenlos bei denen. Und ich fand es so genial. Ich fand es so super toll, mit dem Lastenrad rumzufahren. Und irgendwann war es klar, dass wir so ein Lastenrad wollten. Insgesamt sind wir jetzt in den letzten 2 Jahren 8.500 Kilometer damit gefahren. Wir sind hauptsächlich in der Stadt gefahren und wir haben auch nur eine Batterie dran. Am Anfang hat sie so ungefähr für 80 Kilometer gereicht. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt nur auf die kleinste Unterstützung gehe, dann ist es 60 Kilometer. Wenn ich jetzt auf die höchste Unterstützung gehe, dann sind es vielleicht so 40, 45 Kilometer. Das Zweirädrige finde ich super, weil das merkt man nicht, wenn man normal Fahrrad fährt. Aber ganz viele Straßen sind so ein bisschen geneigt. Und das heißt, beim Dreirädigen fährt man immer so ein bisschen schief. Man sitzt immer so ein bisschen schief auf dem Sattel. Und das hat man halt bei dem nicht. Aber man muss sich natürlich schon dran gewöhnen. Ich habe so an die 80 Kilo da drin, ja, vorne. Und, also mit 2 Hunden, einem Kind. Und man muss dann schon gucken, wenn man an der Ampel stoppt, dass man da ziemlich schnell einfach das Gleichgewicht findet. Und am Anfang, dadurch, dass wir auch das lange genommen haben, also wir haben das mit der 80er Größe, man hat schon einen ziemlich großen Wendekreis und man darf nicht aufs Vorderrad gucken wollen. Das muss man sich irgendwie sofort abgewöhnen, sonst fährt es sich irgendwie komisch. Aber das hat man super schnell raus. Und klar, das Paxter 80 ist natürlich so der Porsche. Das ist natürlich vorne gefedert und hat den Bosch-Motor und die Batterie und alles und so. Riemenantrieb, eine Vinci-Schaltung. Aber wie gesagt, wir haben kein Auto. Und wenn man es so sieht, ist es viel günstiger als ein Kleinwagen. Und wir machen wirklich alles damit. Also wir machen alle unsere Einkäufe, wir machen unsere Ausflüge. Also es ist eigentlich immer im Einsatz. Also unsere Stadtmobilrechnung ist ziemlich runtergegangen. Die Sache mit dem E-Motor ist natürlich der Hammer. Weil also ich habe dann einen Stresstest gemacht, bin dann nach Ettlingen und da gibt es ja diese eine kurvige Straße, also da geht es wirklich so hoch und wirklich zwei Hunde Kind im Lastenrad drin gehabt und gesagt so, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich da jetzt diesen Berg hochkomme. Und man kommt den Berg hoch. Es ist unglaublich, also das ist der Hammer. Ja, hat mich überzeugt. Gestern hat uns ein Freund gefragt, der hat heute eine Veranstaltung, ob er sich das ausleihen kann und 4 Bierkästen transportieren kann. Und das ist natürlich auch kein Ding. Also am Anfang fand ich es ehrlich gesagt sehr komisch, wenn man das erstmal ausprobiert. Aber dann, wenn ich so 4 Tage mal, dann habe ich mich echt dran gewöhnt und dann wollte ich auch ein eigenes. Und dann fand ich es ehrlich gesagt sehr cool, dass wir jetzt ein eigenes haben. Weil wenn wir weit fahren mit dem Lastenrad, dann habe ich immer jemanden zum Kuscheln. Also im Winter ist es ein bisschen kühl, da mache ich dann ganz viele Decken rein, damit die Hundis nicht so frieren. Das Problem ist natürlich schon, wo stellt man so ein Fahrrad ab? Wir müssen es leider auf der Straße parken. Das ist jetzt nicht so optimal, also wir haben keine Garage oder sowas oder auch keinen Hof, wo wir es reinfahren können. Und dann haben wir über den Fahrradladen, wo wir es gekauft haben, ist uns eine Fahrradversicherung empfohlen worden und die haben wir dann gemacht, haben auf die nächsten 5 Jahre abgeschlossen und die gilt für Vandalismus, für Diebstahl und für Panne. Weil wenn man so ein großes, schweres Fahrrad hat und man stellt sich vor, man ist irgendwie 30, 40 Kilometer weit weg und hat einen Platten, erstens kann ich den nicht so leicht reparieren und zweitens, ich kann das Fahrrad dann auch nicht irgendwo hinschieben, ich kann das nicht irgendwie mal schnell mit in die Bahn nehmen oder sowas. Und das mit dieser Fahrradversicherung, das war dann schon so, wo ich sage, okay, dann passt das auch. Naja, also die Leute gucken dann schon, wenn man da mit 2 Hunden am Lastenrad vorbei fährt, das ist natürlich schon immer der Lacher. Das ist klar. Wie gesagt, wir transportieren alles damit. Ich habe schon mal Pflanzen und eine Palme damit transportiert. Es gucken natürlich auch die Leute und lachen.
Oder wir machen unser ganzes Altglas, dann ist halt das komplette Ding mit Altglas voll und die Leute lachen. Also viele sagen, wenn sie die Hunde da drin sehen, ja, der Hund hat doch Beine, der Hund kann doch laufen. Aber viele fahren ihren Hund im Auto zum Spazieren. Und im Auto den Hund spazieren fahren ist okay, aber im Lastenrad, da ist es dann plötzlich komisch. Für viele Leute ist es einfach so ein ungewohntes Bild. So früher ist man dann halt alle 2 Tage einkaufen gegangen und jetzt geht man halt einmal in die Woche und macht wirklich das Lastenrad voll, macht einen Wasserkasten rein und kauft die ganzen schweren Sachen, die man so hat. Es ist alles sehr viel praktischer. Na gut, ja. Wie gefällt es dir denn im Cargo? Ja, das denke ich auch. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, Lastenrad zu fahren, schau doch mal bei uns auf cargobike.org vorbei. Hier findest du Lastenräder, die du leihen oder mieten kannst. Auch wenn du ein Lastenrad kaufen möchtest, kannst du so verschiedene Modelle zuvor Probe fahren. Gib einfach ein, wo du wohnst, und schon findest du Lastenräder verschiedener Anbieter in deiner Nähe. Dann nur noch buchen und die Fahrt genießen. Viel Spaß und gute Fahrt!